In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Average True Range Indicator verwendet. Zunächst müssen wir auf die kleine Schaltfläche hier klicken, um den Meta-Editor aufzurufen. Im Meta-Editor wählen wir Datei, Neu, Expert Advisor aus, Vorlage, Weiter und nennen ihn Simple Average True Range. Klicken Sie nun auf Fortsetzen, Fortsetzen, Fertigstellen und wir können alles oberhalb der OnTick-Funktion hier entfernen. Beginnen wir damit, die Datei trade.mqh einzubinden und eine Instanz der Klasse cTrade zu erstellen. In der Funktion OnTick erstellen wir zunächst eine Variable namens Signal, die unser Kauf- oder Verkaufssignal enthält. Als nächstes berechnen wir die aktuellen Ask- und Bid-Preise mit der Funktion SymbolInfoDouble und der Funktion NormalizeDouble, um die richtige Anzahl von Dezimalstellen zu erhalten. Anschließend erstellen wir ein Array namens PriceArray, das unsere Kursdaten enthält, und definieren den Average True Range Indikator mit Hilfe der Funktion IATR. Wir sortieren das PriceArray mit der Funktion ArraySetterSeries von der aktuellen Kerze abwärts und kopieren dann die Pufferwerte des Indikators mit der Funktion CopyBuffer in das Array. Jetzt können wir den aktuellen Wert der Average True Range berechnen und in der Variablen Average True Range Value speichern. Dazu verwenden wir erneut die Funktion NormalizeDouble, um 5 Dezimalstellen zu erhalten. Wir behalten auch den vorherigen Wert in der Variablen OldValue im Auge und verwenden diesen, um unsere Kauf- und Verkaufssignale zu bestimmen. Wenn der aktuelle Wert größer als der alte Wert ist, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wenn der aktuelle Wert kleiner ist als der alte Wert, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Schließlich prüfen wir mit der Funktion PositionsTotal, ob wir offene Positionen haben. Wenn das Signal Verkaufen lautet und wir keine offenen Positionen haben, verwenden wir die Funktion Verkaufen der Klasse cTrade, um 10 Microlots zu verkaufen. Wenn das Signal Buy lautet und wir keine offenen Positionen haben, verwenden wir die Funktion Buy, um 10 Microlots zu kaufen. Mit der Funktion Comment geben wir das Signal, den alten Wert und den aktuellen Wert auf dem Chart aus. Zum Schluss aktualisieren wir die Variable OldValue mit dem aktuellen Average True Range Value. Okay, das war's. Klicken Sie jetzt bitte auf die Schaltfläche Kompilieren und Sie sollten keine Fehler und keine Warnungen erhalten. Jetzt können Sie auf die Schaltfläche klicken oder die Taste F4 drücken, um zu MetaTrader zurückzukehren. In MetaTrader klicken Sie auf Ansicht, Strategietester und wählen im Bereich Strategietest die Datei SimpleAverageTrueRange.ex5 aus. Wählen Sie ein beliebiges Währungspaar aus und stellen Sie sicher, dass das Häkchen für die Visualisierungsoption aktiviert ist, bevor Sie Ihren Test starten. Und los geht's! Wenn Sie Ihre Maus hier auf den aktuellen Wert bewegen, sehen Sie den berechneten Average True Range Wert. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Okay, jetzt können Sie einen Expert Advisor erstellen, der den Average True Range Indicator verwendet, um herauszufinden, ob Sie kaufen oder verkaufen möchten, und Sie haben ihn in weniger als 5 Minuten mit ein paar Zeilen MQL5-Code erstellt.